Hallo, mein Name ist Robert Schachner, ich bin CTO der Embedded Ocean und einer der technischen Köpfe der Xentara-Technologie. Und ich möchte heute mal ein spezielles Teil rausziehen aus der Gesamtfunktionalität. Und zwar möchte ich heute über Machine Learning sprechen. Und wohlgemerkt Machine Learning, Large Language Model ist wieder ein bisschen was anderes, da gibt es ein eigenes Thema. Heute wollen wir uns mal auf das Thema konzentrieren. Okay, wir haben also begonnen vor einigen Jahren zu sagen, okay, wir müssen jetzt auch Machine Learning Model an Xentara andocken und wir haben halt dann begonnen mit PyTorch, später dann auch mit TensorFlow Lite Modelle zu bauen und die an Xentara anzudocken. Wir haben aber dann sehr schnell festgestellt, dass das ziemlich aufwendig wird, wenn man dann auch noch die GPU-Technologien mit reinzieht. Und parallel zu den Technologien, den bekannten Technologien wie den beiden, was ich jetzt erwähnt habe, entstand ein Standard, ein Austauschformat, ein Kommunikationsformat, auf das sich alle Machine Learning Firmen geeinigt haben. Und dieses Austauschformat heißt ONNX und ermöglicht, dass ich aus jeder Machine Learning Technologie, die ihre Vor- und Nachteile hat, einen Export machen kann des Modells in ein ONNX-Modell. Und damit wird es standardisierbar. Ja, und das funktioniert sehr gut. Also wir haben bisher noch keine nennenswerten Einschränkungen feststellen können. Und ONNX ist auch noch sehr schnell, sogar teils schneller als die Native-Funktionalitäten. Und somit müssen wir nur einen Standard unterstützen, mit dem Machine Learning Modell mit der industriellen Plattform unten drunter kommunizieren. Grundsätzlich, was bedeutet das für Machine Learning Modelle? Wir hatten jetzt in den letzten 10 Jahren einen großen Hype. Da wurden viele Technologien erarbeitet. Firmen wollten auch mal ausprobieren, inwieweit Machine Learning Modelle auch für ihre eigene Fabrik, für Anwendungen funktionieren. Da wurde relativ viel Geld auch investiert in Experimente im Machine Learning. Nur wir kommen jetzt immer mehr an den Punkt, wo sich spezialisierte Firmen rauskristallisieren, die in einem spezifischen Machine Learning Bereich tätig sind, sich dort Know-how erarbeitet haben und jetzt auch industriell umsetzen müssen. Das heißt, diese Zeit der großen Experimente geht mehr und mehr dem Ende zu. Das ist halt immer, wenn eine Technologie sich etabliert, dann fokussieren sich heute die Stärkeren raus und die werden überleben. Und um Machine Learning wirklich in die Industrie zu bringen, müssen sie aus meiner Sicht eben auch industriekonform sein. Ja. Das heißt, ein Kunde wird heute nicht mehr sagen, oh, hier haben wir ein Machine Learning Modell, das kann viel, aber ich bringe es mit meiner Siemens SPS nicht in Verbindung, sondern der wird sagen, okay, ihr seid Spezialist in einem Bildverarbeitungsbereich oder im Predictive Maintenance oder was auch immer. Und ich habe hier eine Aufgabe zu lösen. Hier ist meine OT-Infrastruktur, hier gibt es einen Feldbus oder hier kannst du andocken. Sondern diese industrielle Infrastruktur, ja, bestehend aus SPS von verschiedenen Herstellern, verschiedenen Kommunikationsprotokollen, Feldbusprotokollen, Sensoren, Interfaces, diese Infrastruktur, das ist was ein Data Scientist eigentlich, ja, das ist eine völlig andere Welt. Ja. Nichtsdestotrotz wird es heute ganz wichtig, dass Machine Learning Modelle diese industrielle Konnektivität beherrschen. Und dann können sie sich am Markt behaupten, weil man kann dann sagen, okay, hier ist eine Siemens SPS, die erzeugt irgendwelche Signale, generiert daraus über Machine Learning entsprechende Ergebnisse und verarbeitet sie dann woanders wieder weiter. Und wenn man das anbieten kann, dann kann man
auch ein industrielles Machine Learning bereitstellen. Ja. Und die Kombination von Xentara mit seiner industriellen Kompetenz ist praktisch ideal für die Kombination von dedizierten Machine Learning Technologien mit der industriellen Kompetenz, die unser Xentara mitbringt. Und was ganz speziell ist und wo sich Xentara im Bereich von Machine Learning Modellen auch ganz erheblich abhebt, ist der Fakt, dass wir nicht nur ein MQTT-Client sind, die Daten sammeln können oder die auch Daten übernehmen können oder ausgeben können, sondern dass wir eine IT-OT-Plattform sind, die es uns ermöglicht, komplett mit der Steuerung synchron zu arbeiten oder selbst die Steuerung zu sein. So, das heißt, jetzt entstehen völlig neue Anwendungsszenarien für einen Maschinenbauer, der jetzt sagt, okay, Machine Learning und Steuerungstechnik wird für uns ein neuer integraler Bereich, mit dem wir intelligente Maschinen bauen können. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass ich das Predictive Maintenance jetzt mal wieder hervorhole, wie wahrscheinlich Tausende von Menschen vor mir schon. Aber es gibt so ganz innovative Sachen, wo ich sage, ich mache Machine Learning mit Bildverarbeitung, wo ich aus der Bildverarbeitung entsprechende Ergebnisse kreiere, sagen kann, okay, das Produkt oder das Material hat die und die Qualität und jetzt verfahren wir steuerungstechnisch so damit. Da entstehen völlig neue Maschinenbauszenarien, die weltweit einfach noch nicht vorhanden sind. Und da kann man sehr viel machen in dieser Kombination. Und ich kann auch jeden nur einladen, sich mit uns da in Verbindung zu setzen und mit uns diese Möglichkeiten zu diskutieren. Aber lassen Sie uns mal hier das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also wir haben hier das TensorFlow, wir haben das PyTorch, beide sind und ONNX-Modelle. Wir unterstützen eigentlich alle drei, wollen uns aber für die Zukunft auf das ONNX konzentrieren, sodass wir praktisch trainierte Modelle einfach mit einem Pfad in das Xentara andocken und entsprechend mit einem Tensor dann ein Austauschformat generieren, mit dem die Modelle mit dem industriellen Unterbau interagieren. Und so kann man dann praktisch ein trainiertes Modell mit Steuerungslogik zusammenbringen. Man kann hier im Xentara Stack mit C++-Bibliotheken auch Bildverarbeitung machen und damit das Modell mit Images füttern. Also hier gibt es eigentlich keine Grenzen. Also es lässt sich eigentlich alles umsetzen, was auch nur im Entferntesten mit Industrie zu tun hat. Genau. Wie einfach das Ganze geht, möchte ich jetzt hier nochmal zum Abschluss zeigen. Das heißt also, wir binden ja mit unserer Workbench die verschiedenen Maschinenteile zusammen. Das heißt, da gibt es also OPC-UA, da gibt es also ESA-Katas Feldbus, da gibt es SPS-Logik, es gibt Rust-Code, es gibt C++-Tasks und die können jetzt mit einem Machine Learning-Modell interagieren. Und hier haben wir jetzt einfach nur stellvertretend mal dargestellt, dass wir hier praktisch ein AI-Modell haben, das in einer OpenVINO-Umgebung, das ist praktisch eine Intel-Umgebung, in einer OpenVINO-Umgebung lauffähig ist. Das heißt, das Machine Learning Model läuft dann praktisch auf der MPU von Intel und kommuniziert dann hier, also das sind hier die Einstellungen für die GPU und wenn man hier zurückgeht, ist dann die Maske für die Übergabe der Parameter und wenn man dann das hier soweit ausgefüllt hat, dann hat man praktisch in einer Intel-Umgebung ein Machine Learning Model am Laufen in der MPU und kommuniziert darüber mit der CPU, ja, und den verschiedenen Cores, die CPUs hat und kann das Ganze dann über das Timing-Modell dann auch komplett
in einen zeitlichen Ablauf für ein industrielles System bringen. Ja? Und ich wollte hier mit der Maske nur zeigen, dass das wirklich schon so weit runter geht mit der Konfiguration. Und wir unterstützen da eben über ONNX nahezu alle GPUs und NPUs, die es am Markt gibt. Ja? Das ist heute jetzt speziell für Intel. Genau, das sollte nur so ein kurzer Abriss sein. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu detailliert in Beispiele reingehen, denn da würde ich einfach empfehlen, sich einfach mit uns in Verbindung zu setzen und solche Beispiele zu diskutieren und so Ideen mit uns zusammen zu entwickeln, die dann vielleicht in sehr erfolgreichen Maschinen münden oder ja, je nachdem. Also, ich möchte mich hier an der Stelle bei Ihnen bedanken für das Zuhören und würde mich freuen, wenn wir solche Stories hier bei uns bei Embedded Ocean, der Home of Xentara, diskutieren können. Danke und auf baldige Dingsbums.